So, guten Morgen. Mein Name ist Kolja Schwenghagen und in diesem Webcast geht es um eigene Funktionen. So erweitern Sie Juvis Rat. Das Ganze wird ein bisschen technischer als in den letzten Webcasts, in den letzten Tagen. Und ja, wir gehen einmal kurz die Agenda durch. Mit Form-Scripting, wie man also ganz einfach über den Juvis Rat Designer, den Sie in den letzten Tagen schon kennengelernt haben, per JavaScript Funktionen auf die Formulare, die man im Designer erstellt, bringen kann. Dann gucken wir uns an, wie man Microservice ins System einbindet. Wir werfen einen Blick auf den Custom Client und am Ende ist sicherlich noch ein bisschen Zeit, falls Fragen da sind. Fangen wir mal an. Ich bin hier in unserem Demosystem auf einem Kunden drauf. Das erste, was wir machen wollen, wie gesagt, ist Form-Scripting. Auf der rechten Seite die Indexdaten, das ist ein Formular, das über den Juvis Rat Designer eingerichtet wurde. Wenn Sie in den letzten Tagen zugeguckt haben, dann haben Sie gesehen, wie man sowas macht. Und was ich jetzt gemacht habe, ist die Funktion des Feldes Land erweitert. Und zwar habe ich hier eine Liste hinzugefügt, die einfach alle möglichen Länder anzeigt. Das mache ich über sogenanntes Form-Scripting. Und da können wir jetzt mal reingucken. Dafür gehe ich auf unser System, habe hier den Juvis Rat Designer schon offen und wir schauen uns mal an, was wir dafür tun müssen, um diese Liste per Formscript zu befüllen. Wir sind auf dem Feld Country. Das ist normalerweise vom Typ String, das heißt, man kann einfach eingeben, was man will. Ich habe für dieses Feld jetzt die Klassifizierung geändert. Das stand vorher auf ohne und ich habe es auf dynamische Liste geändert. Das sagt einfach eben, dass dieses Feld als Auswahlliste angezeigt wird. Anschließend gehen wir in das Formular. Normalerweise kennen Sie diese Ansicht, wo man eben die Felder hinzufügt und hier auch eine Formularvorschau hat. Da sehen wir jetzt eben schon, das Land hat jetzt, ist nicht mehr wie die anderen Felder einfach nur ein Eingabefeld, sondern hat den Pfeil dazu gekriegt, wo eine Liste aufgeht. Und diese Liste kann ich dann per Skript befüllen. Man kann es auch, haben wir auch in den letzten Tagen gesehen, einfach per Katalogeintrag machen. Wir machen es jetzt aber mal ein bisschen anders. Katalogeinträge sind eben statisch. Wenn wir es per JavaScript machen, dann können wir die Liste dynamisch befüllen. Um in den Scripting-Bereich zu kommen, klicken wir hier oben einfach auf Script und dann geht dieses Fenster auf. Also einfach hier kann man einfach JavaScript eingeben und das Ganze orientiert sich so ein bisschen an AngularJS. Wer das kennt, der wird sich mit Begriffen wie Scope und Model direkt heimisch fühlen. Bei uns wird das so benutzt. Scope ist halt im Endeffekt alles, was wir hier haben. Und wenn wir uns das Model aus dem Scope holen, dann haben wir Zugriff auf alle Formularfelder, die wir hier im Formular haben. Das heißt, das Erste, was ich hier in dem Fall mache, ist, ich hole mir das Country-Feld und speichere mir das in einer Variable. Jetzt kann ich damit im Endeffekt machen, was ich will. Per JavaScript sind mir da alle Möglichkeiten offen, wie man halt normal HTML-Inputfelder oder was auch immer für Felder wie wir hier haben, per JavaScript manipulieren kann. Ich kann da eigene Validierungen drauf machen, es mit Werten vorbelegen, unter bestimmten Bedingungen es auch schreibgeschützt machen, wenn beispielsweise andere Felder bestimmt ausgefüllt sind. Oder solche Sachen. Das geht einfach ganz normal per JavaScript. In dem Fall will ich aber ja meine Länderliste hier hinzufügen. Und das mache ich, indem ich einen Microservice von mir aufrufe. Das heißt, wir gucken uns dann gleich auch noch den Microservice an. Das läuft hier halt eben in diesem Beispiel alles ineinander rein. Und den Microservice, der liefert einfach einen REST-Endpunkt. Und diesen REST-Endpunkt, da haben wir auch
eine Helferfunktion bei uns drin, wieder über Scope API und dann HTTP und wir machen einfach ein GET. Und dann geben wir an, auf welche URL das gehen soll. Das liefert eine Promise zurück. Das heißt, ich frage hier in meinem Microservice, der Countries heißt, frage ich ab API Countries und dann kriege ich da eine Liste zurück. Und anschließend weise ich dem Feld Countries, das ich mir oben ja geholt habe, diese Liste zu. Dafür sage ich einfach Countries Set List. Dann gibt es hier ein paar Konfigurationsparameter und dann unten die Entries. Und hier läuft einfach das rein, was ich von meinem Microservice zurückkriege. Alles ganz simpel, man braucht nicht viel Code. Man könnte jetzt natürlich hier auch wieder startet eine Liste einfügen, aber dann hat man natürlich nicht mehr Vorteile, als wenn man es per Katalog macht. Man kann sich aber auch irgendwie hier anders natürlich Listen zusammenbauen. Ich habe es jetzt einfach eben in diesem Beispiel mal gemacht, damit wir schauen können, wie man in Formscripting irgendwas macht und wie das Ganze mit Microservices zusammenspielt. Gucken wir uns mal den Microservice an. Hier habe ich den Code dazu. Und ein Microservice bei uns ins System zu hängen, ist an sich sehr einfach. Die grundlegende Technologie ist schon in den vorherigen Webcasts ein bisschen erklärt worden. Das basiert eben auf Netflix-Technologie mit der Eureka, einer Discovery. Und dieser Microservice, den ich jetzt habe, ist in Java geschrieben, weil bei uns das meiste im Backend eben Java ist. Dadurch ist es am einfachsten für uns, Microservices zu schreiben und ins System zu hängen. Man kann sie aber im Endeffekt mit jeder beliebigen Programmiersprache entwickeln. Node.js beispielsweise geht auch sehr einfach. Da haben wir auch ein paar Microservices. .NET funktioniert auch, solange es irgendwie eine Anbindung an die Netflix-Technologie gibt, kann man das benutzen. Wie funktioniert das Ganze? Wir gucken einfach mal rein. Das ist wie gesagt ein Java-Microservice, basiert auf Spring Boot, Maven. Und wenn wir uns mal die Maven POM-Datei angucken, dann sehen wir eben hier, ja, basiert auf Spring Boot und dann werden jede Menge Spring-Artefakte eingeladen. Spring liefert im Endeffekt alles mit, was wir brauchen. Und das Wichtigste ist eben, wenn wir in unsere Main-Klasse gehen, dieses Enable Discovery Client. Man braucht gar nicht groß zu konfigurieren, wenn man Spring Boot benutzt. Das liefert alles mit, was man braucht. Indem wir einfach diese Annotation hier einbringen, wird automatisch alles gemacht, was benötigt wird. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist in der Konfigurationsdatei angeben, wo unsere Eureka-Instance läuft. Da haben wir auch Beispiele für und in GitHub unter github.com/optimalsystems finden Sie auch einen Beispiel-Microservice, der vorkonfiguriert ist, dass er eigentlich mit jedem System laufen kann. Das heißt, das muss man sich auch nicht alles selbst zusammensuchen. Da gibt es Beispiele von uns. Da muss man gar nicht viel machen. Die Hauptkonfiguration ist also wichtig. Eine andere Sache, die noch wichtig ist, um den Microservice ins System zu bringen, ist die Template-YAML. Was hier drin steht, erkläre ich gleich, wie wir das wiederfinden. Das sagt einfach unserem Service Manager, wie dieser Microservice eingerichtet werden soll. Und das finden wir dann gleich auch in der Konfiguration unseres Service Managers wieder. Schauen wir uns einmal kurz an, was der Microservice genau macht. Ich habe hier also einen einfachen REST-Controller unter der URL /API/countries anzusprechen und der holt sich einfach
die Länder, hier baue ich die Liste zusammen und hier habe ich die jetzt einfach nur statisch reingehauen. Normalerweise würde man da natürlich an eine Datenbank gehen oder irgendeinen anderen Endpunkt im Internet. Für dieses Beispiel habe ich es einfach statisch gemacht. Und das Ganze liefert mir halt einfach nur eine Liste mit den Countries zurück, zusammengebaut, so dass unsere Liste im Client das lesen kann. Können wir uns noch mal kurz angucken. Wird ja halt einfach genau das, was zurückkommt vom Microservice, in die Entries geschrieben und das sagt der Liste, das ist der falsche, hier wollen wir, sagt der Liste, was angezeigt werden soll und dann kommt hier eben genau die Liste zurück, die ich im Microservice habe. Der Microservice, wenn wir uns mal den Service Manager angucken, sehen wir hier meinen Microservice. Er ist also bereits im System, läuft unter Port 8765 und ist konfiguriert. Ich glaube, ja, gut zu lesen. Das ist die Hauptkonfigurationsdatei unseres Service Managers, die Service Watcher sw.yaml. Da sind ein paar generelle Informationen, Konfigurationen oben drin, wo die Logfiles hingehen und so weiter. Und dann haben wir unter Applications eine Auflistung aller Microservices, die im System installiert sind. Und wenn wir da mal nach ganz unten gehen, dann finden wir hier den Countries Microservice und das Ganze sieht im Endeffekt genauso aus, wie es im Code vom Microservice in der Template-YAML geschrieben wurde. Das heißt, der Teil, der dort konfiguriert wird, wird einfach hier reingeschrieben und dann weiß der Service Manager, was er tun soll. Wir haben einen Namen für den Microservice, einen Typ Microservice, den anderen Typ, den es gibt, ist Web Resources. Das sind per Standard unser Standard-Client und das Management Studio. Und wenn man Custom Clients hat, dann kann man die auch im Endeffekt auf die gleiche Art und Weise installieren wie Microservices. Profiles gibt einfach an, welche Profile mitgeladen werden. Da haben wir diverse vorkonfigurierte Profile, die einfach nur sagen, welche Funktionen von diesem Microservice benutzt werden. Beispielsweise MQ ist unsere Messaging Queue, die wäre jetzt für den Microservice gar nicht nötig gewesen. Das hatte ich einfach nur aus dem Beispiel, von dem ich den übernommen habe, mitgelassen. Wir sagen, wie viele Instanzen von diesem Service laufen sollen. Wenn natürlich ein Service da ist, der viel benötigt wird, der viel Leistung frisst, dann kann man den auf mehrere Instanzen aufteilen, wie viel Speicher der hat und der Port, den wir angegeben haben. Hier sehen wir wieder die 8765, was wir in der UI gerade gesehen hatten. Und dann ein Pfad, der wird automatisch vom Service Manager hier eingetragen. Die andere Sache, die ich gemacht habe, um diesen Microservice zu konfigurieren, die ist nicht unbedingt nötig, aber ich will den Microservice an sich nicht immer über den Port ansprechen. Deshalb kann ich ihn im Gateway eintragen. Das habe ich hier gemacht. Wir gucken uns mal die Konfigurationsdatei des Gateways an. Da gibt es auch wieder oben so ein bisschen Konfiguration, welche Authentifizierungsmechanismen gültig sind, Endpunkte, die keine Authentifizierung benötigen und der Default Entry Point, das heißt, wenn man einfach nur die IP des Servers angibt, wo es dann hinspringen soll, das ist in der Regel, soll ja einfach der Client aufgehen. Und dann haben wir hier Routing Endpoints. Und da kann man Verweise im Endeffekt hinterlegen, so dass man zu bestimmten Services einfach per URL springen kann. Und da habe ich hier unten meinen Countries Microservice hinzugefügt. Name ist einfach der Name des Services, der hieß ja Countries. Und dann habe ich die URL genauso genannt. Und damit kann ich einfach über die Server-IP /countries meinen Microservice ansprechen. Ich muss also den Port nicht wissen. Und das ist genau das, was wir hier im
Designer gemacht haben. Dieses Countries ist eben das, was ich im Gateway eingetragen habe. Damit weiß der Call, welchen Service er ansprechen soll. Und das API Countries, das ist ja das, was ich im Microservice konfiguriert hatte. Und so läuft das Ganze zusammen, um den Microservice selbst zu installieren. Das kann man alles von Hand machen und diese Sachen hinzufügen halt im Gateway oder in der Service Watcher SD. Wir haben auch ein kleines Tool dafür. Das ist einfach eine Datei, die ausgeführt werden muss, die das alles automatisch macht, die Installation. Fügt eben diese ganzen Einträge hier in der Konfiguration hinzu und kopiert das Ja an die richtige Stelle. Also der Microservice in dem Fall, das Boot-Microservice ist einfach eine am Ende. Wenn man das in einer anderen Programmiersprache macht, dann muss man einfach nur dafür sorgen, dass es am Ende eine ausführbare Datei ist. Wir sehen hier beispielsweise, der Structure Service ist eine normale Executable, also nicht mit Java geschrieben, aber das geht im Endeffekt genauso. Gut. Ich denke, das reicht erstmal für einen groben Überblick. Wenn man den Microservice hinterher updaten will, also eine neue Version davon einspielen will, das geht noch viel einfacher. Man kann das Jar-File einfach nur in einen Update-Ordner kopieren und dann wird alles automatisch gemacht. Im Endeffekt ist das also alles sehr simpel. Genauso simpel im Endeffekt ist es, wenn man einen Custom Client schreiben will, beziehungsweise eben unsere Standard-Client per Custom-Client mit Funktionen erweitern will. Dafür gehe ich mal auf ein anderes System und zeige eine Sache, die auch in den letzten Webcasts schon einmal gezeigt wurde. Wir haben unser Album und dann haben wir diese Funktion in Galerieansicht öffnen. Das wurde per Custom Client hinzugefügt. Jetzt haben wir einfach eine Galerieansicht und ich kann, das ist bei mir ein bisschen langsam, aber ich kann zwischen den Bildern hin und her schalten. Und diese Funktion ist eben nichts, was im Standard-Client drin ist, sondern ist über einen Custom-Client hinzugekommen. In einem Custom-Client, wenn man sich einen Custom-Client anlegt, hat man generell erstmal alle Funktionen unseres Standard-Clients und kann diese dann erweitern. Und zwar gibt es bestimmte Sachen, die man hinzufügen kann. Beispielsweise kann man in dieser Aktionenliste andere Aktionen hinzufügen. Wir haben hier die Standardfunktionen wie löschen, per E-Mail versenden, abonnieren und so weiter. Und oben sind ein paar Funktionen, die sind von uns im Custom Client hinzugefügt worden. Beispielsweise in Galerieansicht öffnen. Da kann man eben Funktionen hinzufügen und beliebige Dinge tun. Eine andere Sache, die man machen kann, das sind die sogenannten Plugins. Die kommen hier in diesem Bereich, wo normalerweise eben Übersicht, Indexdaten, der Inhalt der Datei ist. Hier sehen wir Geoposition, bei dem Beispiel irgendwo im Wasser, aber ich glaube, wir haben auch welche, wo das besser funktioniert. Das ist auch ein Plugin, das per Custom Client hinzugefügt wurde und dann halt einfach an dieser Stelle auftaucht. Eine andere Sache, die wir machen können, ist, wir können Custom States hinzufügen. Ein State ist immer im Endeffekt alles, was man unterhalb der Hauptmenüleiste sieht. Also das Ganze hier unten ist ein State. Das ist gerade der Result State. Und wenn ich nochmal die Galerieansicht öffne, dann sind wir jetzt im Gallery State. Und solche States kann man auch einfach hinzufügen und dann per URL oder beliebig anspringen. Damit ist man immer noch im System. Man kann aber völlig frei halt im Endeffekt designen, was man da haben will. Wie setzt man jetzt diese Galerieansicht um? Da können wir auch mal kurz
in den Code gucken. Ich habe hier also ein Custom Client angelegt. Das ist alles frei zugänglich. Wir haben, unser Client basiert auf Angular, auf Angular. Und die Sourcen dafür liegen bei NPM, also im Node Package Manager auf der Webseite verfügbar. Wir haben auch ein kleines Command-Line-Interface. Das heißt, wenn man jetzt anfangen will, einen Custom-Client zu erstellen, muss man gar nicht viel machen. Man muss einfach dieses Command-Line-Interface per NPM installieren und dann kann man per Befehl einen neuen Custom-Client anlegen. Und da wird alles heruntergeladen, was man benötigt. Und wenn das fertig ist, dann hat man eben schon den Custom Client so weit, dass man ihn direkt installieren kann und alle Funktionen des Standard Clients hat. Und dann fängt man eben an, das Ganze zu erweitern. Dafür hat man hier das, was ich gerade meinte, Custom Actions, Custom Plugins und Custom States, die man hinzufügen kann. Dafür gibt es auch einen Command-Line-Interface-Befehl, um die Grundstruktur dafür anzulegen. Das heißt, das muss man auch alles nicht von Hand schreiben. Und wir gucken uns mal an, wie das hier abläuft. Wir haben erstmal ja gesehen die Action, um die Galerie zu öffnen. Einfach eine TypeScript-Datei. Angular basiert ja auf TypeScript, was haben wir drin? Importieren verschiedene Sachen, ein Paket und dann noch Angular Sachen. Dann geben wir an, das ist eine engere Sache, wie diese Komponente heißen soll, also wie wir sie anwenden können. Und dann haben wir eine Klasse und das Wichtige hierbei ist Implement Simple Action. Das sagt eben, dass es eine Aktion ist, die in diesem Aktionsmenü angezeigt werden soll. Dann gibt es wieder ein bisschen Konfiguration für diese Aktion, einfach wie die heißen soll, eine Description dazu, Priorität einfach wie bei der Liste angezeigt werden soll, ein entsprechendes Icon dazu und so weiter. Hier unten haben wir dann, was oben angegeben wurde, das Label und Description. Das ist in Übersetzungsdateien bei uns ausgelagert, weil der Client ja im Endeffekt beliebige Sprachen zu benutzen. Dann haben wir eine Frage, wann diese Aktion überhaupt angezeigt werden soll. Das ist in dem Fall, wenn der MIME-Type ein Image ist, weil die Galerie für Bilder wirklich Sinn macht. Und der eigentlich relevanteste Code, das sind nur diese zwei Zeilen hier unter Run. Da nehmen wir uns alle ausgewählten Dokumente und leiten die weiter, navigieren also zur URL Custom Gallery und das ist der Custom State, der angelegt wurde. Das heißt, die Aktion selber macht sehr, sehr wenig und dann gucken wir uns einfach mal den Custom State dazu an. Auch hier sehen wir wieder, in der TypeScript-Datei ist wirklich nicht viel Code drin. Es ist also sehr einfach, hier Funktionen hinzuzufügen, wieder ähnliche Konfigurationen wie gerade schon in der Action. Wir haben den Path. Das ist das, was aus der Action aus annavigiert wurde. Match-Type sagt einfach nur, hier könnte man jetzt sagen, dass man diesen State auch beispielsweise im Hauptmenü haben will. Wir wollen aber gar keinen Link, weil wir das einfach nur über diese Aktion aufrufen. Und dann haben wir die eigentliche Funktion hier unten. Wir nehmen uns das, was uns die Aktion übergeben hatte, teilen das wieder auf. Da hatten wir die ganzen Objekte, die wir ausgewählt hatten, per Komma zusammengefügt. Hier splitten wir das wieder auf. Und dann schreiben wir das Ganze in ein Array rein.
Und das ist alles, was wir machen müssen. Dann haben wir eine HTML-Datei, die ist auch winzig. Da wird einfach nur ein HTML-Objekt Gallery aufgerufen und das greift dann auf das Array zu, was wir gerade zusammengestellt haben. Und dieses Gallery-Objekt, das ist eine Komponente, die frei verfügbar einfach bei NPM ist, eine Angular-Komponente. Das heißt, man kann hier auch ganz einfach in unseren Custom Client beliebige Komponenten einbinden. Man muss sich da also gar nicht viel Arbeit machen. Und so sehen wir, dass wir halt mit sehr wenig Zeilen Code eine komplett neue Funktion zum Client haben. Der Client wird dann, wenn man das alles abgeschlossen hat, kompiliert und als ZIP-Datei gepackt und die kann man dann eben auch ganz einfach bei uns im System installieren. Und schon hat man eine neue Funktion hinzugefügt. Das waren grob die Sachen, die ich zeigen wollte. Wir sind also einmal Form-Scripting durchgegangen, haben einen Blick auf einen Microservice geworfen, haben uns kurz angeguckt, wie man einen Custom Client baut. Wenn Sie weitere Informationen dazu haben wollen, dann finden Sie das unter help.optimalsystems.com. Unter UBIS Rat Entwickler haben wir all das, was ich hier gezeigt habe, etwas ausführlicher erklärt und noch diverse andere Sachen. Da gibt es eben diverse Beispiele, was man mit dem Form-Scripting machen kann. Es gibt diverse Beispiele zum Custom Client, was man da alles machen kann. Und unter github.com/optimalsystems finden Sie sowohl ein Beispiel Microservice als auch ein Beispiel Custom Client, der all diese Beispiele auch mit drin hat, die unter help.optimalsystems gezeigt werden. Das heißt, die muss man nicht mal von Hand nachbauen, man kann die alle sich bei GitHub angucken und selbst ausprobieren. Das war es von meiner Seite. Jetzt können wir mal schauen. Nova, gibt es irgendwelche Fragen? Ich höre nichts. Nein, momentan sehe ich auch nichts. Gut. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.